Der Sieg des Lichtes ist auch dein Sieg. Botschaft von Pallas Athene, empfangen von Gabriele Schmitz. Ihr geliebten Lichtträger, Lichthalter und Lichtbringer in dieser Zeit des großen Wandels. Ich bin Pallas Athene und fühle mich geehrt, euch die Wertschätzung der Mitglieder der geistigen Hierarchie als ihre Repräsentantin und als Botschafterin der Wahrheit zu überbringen. Wir schätzen, bewundern und lieben euch dafür, dass ihr in dieser entscheidenden und bedeutsamen Zeit einen Körper angenommen habt, um auf eure individuelle Art und Weise dazu beizutragen, den Sieg des Lichtes zu gewährleisten. Ihr wusstet sehr wohl, welches Wagnis ihr damit eingegangen seid und welche Herausforderungen eine Verkörperung auf der Erde in der entscheidenden Phase des Planeten mit sich bringen würde. So viele Leben seid ihr darauf vorbereitet worden, um ein letztes und wesentliches Leben mutig, standhaft, wahrhaftig und siegreich mit eurer in eurem Seelenplan festgehaltenen und vor dem karmischen Rat besiegelten Mission auf Erden zu vollenden. Jesus gab euch in seiner jüngsten Botschaft zu verstehen, dass ihr schon auf der Ziellinie seid, das heißt, aus unserer Sicht, eurem Ziel greifbar nahe. Diese letzte heiße Phase des bevorstehenden Aufstiegs, über die ich schon einmal in einer Botschaft gesprochen habe, erfordert nun eure ganze Kraft, Disziplin und Ausdauer. Diese meine Worte sollen euch anspornen, durchzuhalten und euch auf den Sieg des Lichtes, eure geistige Belohnung und ein mit eurem beschränkten Verstand nicht zu erfassendes, neues, erfülltes Sein zu freuen. Der aufgestiegene Meister Kuthumi hat euch dazu gesagt, dass jede spirituelle Bemühung um ein 100-faches belohnt wird. Ihr seid jetzt also sozusagen kurz vor dem Ziel in einem Langstreckenlauf, in dem ihr, wie die Athleten der Antike oder euren modernen Wettkämpfen, alles in euch mobilisieren solltet, um eurem individuellen und kollektiven Sieg des Lichtes zu dienen. Genau wie die siegreichen Sportler und Athleten werdet ihr zu Vorbildern und Leitfiguren, an denen andere sich ausrichten können. Der Glanz eurer Medaille für den Sieg ist das strahlende, zeitlose Licht in euren Herzen und die Schönheit eurer Auren, die unübersehbar für die Seelen eurer Mitmenschen sein werden und ihnen als Orientierung dient, genauso wie das strahlende Licht eurer vorausgegangenen Schwestern und Brüder, die als aufgestiegene Meisterinnen und Meister, eure Mentoren und Trainer hinter dem Vorhang sind. So erfüllen sich euer Auftrag und die göttliche Bestimmung, zum Licht für die Welt zu werden. Doch anders als so mancher heutiger erfolgreicher Athlet oder siegreiche Athletin, werdet ihr euren Sieg in Demut, Bescheidenheit und göttlicher Natürlichkeit bezeugen. Euer Sieg ist euch gewiss, denn die magische Ich-Bin-Gegenwart, der ihr euch gänzlich ohne Netz und Boden geweiht habt, ist in Ewigkeit siegreich.
Wir sehen aus unserer höheren geistigen Sicht, wie eure Strahlkraft in den vergangenen Wochen und Monaten an Entschlossenheit und Beharrlichkeit zugenommen hat und sich eure physischen Körper durch die hohe Schwingung mehr und mehr zu einem Lichtkörper entwickeln. Milliarden Zellen eures Körpers sind in der Lage, das göttliche Licht, das überall vorhanden ist, durch die zusätzliche kosmische Lichtflutung von der großen Zentralsonne zu erweitern und auszudehnen und auch eure DNA-Struktur umzuwandeln. Das fordert eure Körper natürlich heraus. So achtet auf die Signale und Impulse, die er euch täglich sendet. Versorgt ihn mit reinem Wasser und gesunder Nahrung und schenkt ihm Zeiten der Ruhe und viele wohltuende, heilende Aufenthalte in der Natur. Euer Bewusstsein schwingt jetzt höher und höher. So verlangt euer Geist nach mehr Zeiten der Ausrichtung und Anbindung mit eurem höheren Sein. Von dort und aus dem unbegrenzten Bewusstseinsfeld, das euch durch eure Weiterentwicklung leichter zugänglich wird, erhaltet ihr Führung und Antworten auf eure Fragen in der Stille. Vertraut auf die Weisheit und Kraft eurer inneren Führung, wie ich euch in meiner letzten Botschaft gesagt habe. Euer inneres Potenzial will jetzt gefunden und gelebt werden. Ihr seid schon oft auf die Bedeutung eurer Aufmerksamkeit hingewiesen worden. Die Aufmerksamkeit bestimmt ganz wesentlich das Leben der Menschen. So möchte ich euch hiermit noch einmal daran erinnern, dass der Mensch aus zwei Naturen besteht. Aus der sterblichen, persönlichen, an die irdische Matrix gebundenen Natur und aus der unsterblichen, göttlichen Natur. Richtet eure Aufmerksamkeit in dieser entscheidenden, kritischen Zeit möglichst immer mehr auf eure inwendige Göttlichkeit, die euch in die Einheit mit uns und mit Gott heimführt, das heißt zum Ursprung und Ziel allen Lebens. Als Göttin der Wahrheit vernehme ich deutlich und klar den Ruf nach Wahrheit, der bei den Menschen immer lauter wird und sie nach ihrem Licht suchen lässt. Wer sucht, der findet, heißt ein kosmisches Gesetz. Die Wahrheit wird in allen Bereichen eures Lebens hervortreten, wenn ihr ernsthaft darum bittet. Dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten und wird zum Erwachen von immer mehr Menschen führen. Der Geist ist sozusagen aus der Flasche. Das wird voraussichtlich Schockwellen freisetzen und zu heftigen Reaktionen führen, wenn die Menschen und Völker erkennen, wie sehr sie belogen, getäuscht und seit Jahrtausenden in Illusionen eingehüllt worden sind. Seid als Lichtarbeiter darauf vorbereitet, dass ihr den Erwachenden Hilfestellung geben dürft, sogar sollt. Dazu ist jeder ermächtigt und autorisiert, der in Liebe und zuversichtlichem Vertrauen mit meiner Gegenwart verbunden ist. Anders als bisher werden sie ein offenes Ohr für eure Wahrheiten haben und euch zum ersten Mal wertschätzen, weil ihr die Antworten auf viele ihrer Fragen habt, die von den etablierten Institutionen dieser Welt nicht gegeben werden. Das göttliche Licht wird euch erfüllen und ihr werdet den Menschen einen wertvollen Dienst erweisen, weil Christus sein Licht
durch eure Gegenwart enthüllen wird. Lasst euch selbst nicht mehr in vorübergehende weltliche Dramen verwickeln, sondern bleibt im zuversichtlichen Vertrauen, in emotionaler Neutralität und im Mitgefühl für alles, was von Gott sein Leben bekommen hat. Bittet Erzengel Michael und seine Engellegionen um sicheren Schutz in der gespannten Atmosphäre der kommenden Zeit der Enthüllung und Offenbarung von allem, was bisher so lange verborgen war. Bittet uns aus der geistigen Hierarchie dieses Sonnensystems von Helios und Vesta um Führung, damit ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid. Habt Vertrauen zu eurer Intuition und der Gegenwart Gottes in euch selbst. Mutter Erde wird sich wandeln und mit eurer Liebe und der Hilfe der Elemente für ihre notwendige Reinigung sorgen, die bereits sichtbar im Gange ist und sich fortsetzen und intensivieren wird. Bleibt ausgerichtet auf eure Göttlichkeit und zweifelt niemals an der Vollkommenheit des göttlichen Plans. Ich bin in großer Liebe für euch und euer Sein. Ich bin Pallas Athene.